Ich heiße Leo und ich bin 12 Jahre alt. Heute gehe ich in den Wald hinter meinem Haus. Es ist ein sonniger Tag und ich möchte etwas Neues entdecken. Im Wald sehe ich viele Bäume und Blumen. Plötzlich sehe ich einen sehr großen Baum. Er ist anders als die anderen. Die Äste sind dick und die Blätter sind grün und leuchten in der Sonne. Ich gehe näher und sehe eine kleine Tür am Stamm des Baumes. Die Tür ist aus Holz und ein bisschen alt. Neugierig öffne ich die Tür ein kleines Stück. Ich höre ein leises Geräusch. Es klingt wie Flüstern. Ich möchte herausfinden, was das ist, aber ich habe auch ein wenig Angst. Plötzlich kommt ein kleiner Vogel heraus. Er fliegt um mich herum und singt ein schönes Lied. Ich lächle und fühle mich glücklich. Der Vogel zeigt mir eine kleine Nachricht, die an der Tür hängt. Darauf steht: Manchmal ist das Unbekannte schön. Ich verstehe, dass der Baum ein besonderer Ort ist. Ich weiß nicht, was im Inneren ist, aber ich fühle Frieden am Baum. Ich gehe langsam nach Hause. Heute war kein großes Abenteuer mit viel Laufen oder Lärm. Aber es war ein Tag, an dem ich etwas Neues gesehen habe. Etwas, das mich ruhig macht. Manchmal sind die schönsten Abenteuer leise und geheimnisvoll und nicht alles muss erklärt werden. Heute gehe ich zum Markt. Mein Name ist Nina und ich habe große Taschen dabei. Der Markt ist voll. Viele Menschen kaufen Obst und Gemüse. Ich sehe frische Äpfel und rote Tomaten. Ich will wenig Geld ausgeben, aber die Taschen sind schwer. Ich frage mich, wie ich alles tragen kann. Plötzlich fällt eine Tasche um. Die Orangen rollen auf den Boden, die Leute schauen. Ich fühle mich ein bisschen rot. Ein alter Mann hilft mir. Er sagt: Kein Problem, ich helfe gern. Zusammen sammeln wir die Orangen auf. Ich danke ihm. Er lächelt und sagt: Manchmal passiert das, wenn die Taschen zu voll sind. Ich überlege, ob ich weniger kaufe, aber dann denke ich, dass ich später mit dem Auto komme. Am Ende gehe ich langsam nach Hause. Die Taschen sind schwer, aber ich bin stolz auf meinen Einkauf. Zu Hause denke ich, manchmal ist der Weg nicht leicht, aber es lohnt sich. Heute Abend sitzt Jonas im Garten. Es ist dunkel, aber der Himmel ist klar. Er schaut nach oben und sieht viele Sterne. Jonas denkt nach. Wie weit sind diese Sterne? Seine Mutter kommt raus und sagt: Komm, es ist kalt, wir gehen rein. Jonas möchte noch bleiben. Er mag die Ruhe und die schönen Lichter am Himmel. Plötzlich hört er ein kleines Geräusch. Es ist eine Katze, die im Gras läuft. Jonas lächelt und fühlt sich froh, nicht allein zu sein. Er bleibt noch ein bisschen und schaut die Sterne an. Dann geht er langsam ins Haus. Jonas spürt, dass manchmal die stillen Momente besonders sind. Sie machen den Tag rund und ruhig. Heute ist Paul in der Schule und schaut auf seinen neuen Stundenplan. Er freut sich auf den Tag. Im ersten Unterricht sucht Paul seinen Stundenplan wieder, aber er kann ihn nicht finden. Er schaut in alle Taschen und Schulbücher, aber nichts ist da. Die Lehrerin fragt nach, ob jemand den Plan gesehen hat. Viele Schüler sehen sich um, aber niemand weiß etwas. Paul fühlt sich unwohl, weil er nicht weiß, welche Stunde als nächstes kommt. Er versucht, sich an den Stunden zu erinnern, aber es ist schwer. In der Pause sitzt Paul auf der Bank und denkt nach. Ein anderer Junge, Tim, kommt zu ihm und sagt: Ich habe meinen Plan verloren, aber ich kann dir meinen geben. Paul nimmt den Plan und sieht darauf die Stunden für den Tag. Es hilft ihm sehr. Später, am Ende des Tages, findet Paul seinen eigenen Plan auf dem Boden im Klassenzimmer. Er ist froh, dass er ihn wieder hat.
Paul lernt, dass kleine Probleme in der Schule passieren können, aber man kann immer eine Lösung finden. Er freut sich auf morgen und denkt, ich werde besser auf meine Sachen aufpassen. Heute ist Paulinas Geburtstag. Sie lebt in einer kleinen Wohnung in der Stadt. Paulina hat viele Freunde eingeladen. Doch als die Gäste kommen, gibt es ein großes Problem. Der Kuchen ist weg. Paulina sucht überall, aber er ist nicht da. Alle schauen sich an und fragen, wo ist der Kuchen? Paulina fühlt sich traurig und denkt, dass der Geburtstag ruiniert ist. Plötzlich fängt ihr kleiner Bruder Max an zu lachen. Er sagt, ich habe den Kuchen im Kühlschrank versteckt. Paulina und die Freunde lachen auch und holen den Kuchen. Sie essen zusammen und singen Geburtstagslieder. Am Ende des Tages denkt Paulina, es ist nicht perfekt, aber es ist wichtig, zusammen Spaß zu haben. Sie mag diesen besonderen Geburtstag mit der kleinen Überraschung. Manchmal sind die besten Feiern nicht geplant, sondern ein bisschen lustig und anders als gedacht. Maria sitzt in ihrem kleinen Zimmer und liest einen Brief. Sie hat den Brief heute im Briefkasten gefunden. Der Brief ist von einem Jungen namens Lukas. Er schreibt, dass er Maria aus der Schule mag. Maria fühlt sich überrascht und ein bisschen nervös. Sie denkt nach. Soll ich ihm antworten? Maria weiß nicht, was sie schreiben soll. Sie mag Lukas, aber sie kennt ihn nicht gut. Am nächsten Tag sieht sie Lukas in der Pause. Er lächelt und sagt, hast du meinen Brief bekommen? Maria nickt und sagt leise, ja, danke. Sie sprechen ein bisschen und merken, dass sie ähnliche Hobbys haben. Maria fühlt sich froh, aber auch unsicher. Am Abend schreibt Maria eine kleine Antwort an Lukas. Sie sagt, dass sie sich freut, von ihm zu hören und dass sie ihn besser kennenlernen möchte. Am nächsten Tag gibt sie Lukas den Brief. Er freut sich sehr und sagt, ich war auch nervös. Maria denkt, manchmal kann ein einfacher Brief viel verändern. Sie freut sich auf das Gespräch am nächsten Tag, aber sie weiß, dass sie sich nicht beeilen muss. Manchmal beginnen neue Dinge langsam und mit kleinen Schritten. Und das ist gut so. Heute sitzt Paul still in der letzten Reihe im Klassenzimmer. Es ist eine ruhige Stunde und alle arbeiten an einem Malprojekt. Paul mag das Malen Treichseln nicht so gern. Er sieht auf sein Bild, aber die Farben passen nicht. Er fühlt sich unsicher und denkt, dass er nicht gut ist. Die Lehrerin geht durch die Reihen und lächelt. Sie sagt zu Paul, dein Bild sieht interessant aus. Es ist anders und schön. Paul schaut überrascht und nickt ein bisschen. Nach der Stunde sagt Paul leise zu sich, vielleicht mag ich das Malen doch. Er fühlt sich nicht mehr so unsicher. In der Pause geht Paul nach draußen. Die Sonne scheint und die Kinder lachen. Paul denkt darüber nach, wie manchmal still sein und zuhören wichtig ist. Er fühlt, dass er heute etwas Neues gelernt hat. Nicht in Mathe oder Deutsch, sondern über sich selbst. Am Ende des Tages freut sich Paul auf morgen, auf neue Stunden und mehr Ruhe zum Nachdenken. Manchmal sind die besten Momente leise und ohne großes Gespräch. Sie bleiben tief im Herzen. Heute fahre ich mit dem Zug in eine neue Stadt. Ich heiße Mia und ich bin 10 Jahre alt. Der Bahnhof ist groß und hat viele Menschen. Ich stehe am Gleis und warte auf den Zug. Plötzlich sehe ich, dass ich meinen Rucksack vergessen habe. Ich werde nervös. Ohne meinen Rucksack habe ich mein Buch und mein Wasser nicht. Ich möchte nicht ohne diese Sachen reisen. Eine Frau neben mir sagt, du kannst meinen kleinen Beutel benutzen. Ich danke ihr sehr,
Aber der Beutel ist klein und passt nicht alles. Der Zug kommt. Ich steige ein und sehe aus dem Fenster. Die Stadt verändert sich schnell und die Häuser werden größer. Während der Fahrt lese ich ein altes Buch im Zug. Es ist nicht mein Buch, aber ich mag die Geschichte sehr. Ich vergesse mein Problem für eine Weile. Der Zug hält und ich sehe die neue Stadt. Es ist aufregend, hier zu sein. Ich denke, das Abenteuer beginnt jetzt. Manchmal passieren kleine Überraschungen auf Reisen, und das macht sie besonders. Am Abend finde ich einen Laden und kaufe ein Wasser. Die Freude an der Reise bleibt, auch ohne den Rucksack bei mir. Ich schlafe im Hotel und träume von neuen Orten und schönen Momenten am Bahnhof. Ich heiße Jonas und ich bin 8 Jahre alt. Heute ist ein besonderer Tag. Ich bekomme einen kleinen Roboter von meinem Onkel. Der Roboter kann sprechen und bewegen. Ich bin sehr neugierig, ich sage, »Hallo Roboter.« Der Roboter antwortet, »Hallo Jonas, ich möchte spielen.« Wir spielen im Wohnzimmer. Er tanzt und macht lustige Geräusche. Plötzlich geht der Roboter nicht mehr. Er steht still und sagt nichts. Ich drücke alle Knöpfe, aber nichts passiert. Ich fühle mich verwirrt. Was ist kaputt? Dann sehe ich, dass die Batterien leer sind. Mein Onkel hat gesagt, ich muss neue Batterien kaufen. Ich gehe mit meiner Mutter in den Laden. Dort kaufen wir neue Batterien für den Roboter. Zu Hause setze ich die neuen Batterien ein. Der Roboter bewegt sich wieder. Ich freue mich sehr. Ich lerne. Technik ist spannend, aber manchmal braucht sie auch Hilfe. Am Abend erzähle ich meinem Vater von meinem Abenteuer mit dem Roboter. Er lacht und sagt, »Gut gemacht, Jonas?« Ich gehe schlafen und denke, morgen spiele ich wieder mit meinem kleinen Freund, dem Roboter. Heute hat Eva ihr neues Handy bekommen. Es ist klein und glänzend. Sie ist sehr glücklich. Eva macht viele Fotos und schickt Nachrichten an ihre Freunde. Aber plötzlich funktioniert das Handy nicht mehr. Es ist aus, obwohl der Akku voll ist. Eva versucht, es einzuschalten. Sie drückt viele Tasten, aber nichts passiert. Sie fühlt sich überrascht und weiß nicht, was sie tun soll. Am nächsten Tag bringt Eva das Handy zum Laden. Der Mann im Geschäft schaut es an und sagt, »Manchmal brauchen Handys eine Pause. Lass es 1 Stunde dort.« Eva wartet und trinkt einen Kaffee. Nach 1 Stunde holt sie das Handy ab. Dieses Mal geht es an. Sie ist froh und lacht. Eva denkt, vielleicht sind Technikgeräte auch müde und brauchen Ruhe. Sie passt jetzt besser auf ihr Handy auf und macht auch manchmal eine Pause vom Bildschirm. Zu Hause zeigt Eva ihren Eltern das funktionierende Handy. Sie sagt, Technik ist toll, aber auch ein bisschen geheimnisvoll.